Ich hatte gestern auch ein schönes Gespräch gehabt, wo ich gefragt wurde, in was würdest du denn investieren jetzt zu dieser Zeit? Und die Antwort ist Wachstum, spirituelles Wachstum, mehr von meiner Seele zurückzubringen, mehr von meiner Kraft zurückzubringen, um damit mehr Klarheit zu uns zu bringen. Und das egal auf welchem Weg und egal wie es zu einem kommt, mit dem, was zu einem kommt, wirklich zu arbeiten und es nicht zu nutzen wie als Alternative zu Netflix, sozusagen noch ein Kurs, noch ein Video auf YouTube. Ich ziehe mir Informationen, ich konsumiere sie, aber sie setze sie nie um, sondern Investment für mich ist das höchste Investment, was ich haben kann, ist Spiritualität zu lernen, zu verkörpern und anzuwenden. Und hier kann Coaches eine super Möglichkeit sein, Heiler, manche YouTube-Kanäle. Manchmal kann es AI sein, wenn es in einem gesunden Maß ist und ich vielleicht dort eine Perspektive haben möchte. Es ist komplett egal. Nimmt sich das, was einfach passt und lässt den Rest wieder gehen. Und besonders auch Spiritualität integriert auch aus meiner Perspektive alles, was ist. Dass ich wirklich lerne, in mir so stark zu wachsen und so stark in mir Stabilität zu bekommen, heraus, was ich bekomme, durch Anwendung, durch Praxis. Es hilft nicht, wenn ich mich hinsetze und sage, ich lerne jetzt die Herzkohärenz, mach's zweimal und wende es nicht an. Mhm. Aber wahrhaftes Wissen aus der Herzkohärenz kommt, wenn ich es zum Beispiel immer wieder anwende, immer wieder mache, immer wieder tue, lebe und dann währenddessen meine Erfahrung mache und dann merke, boah, ey, ich kann ja wirklich über mein Herz Verbindung zu meinem Leben aufbauen. Boah, ich kann ja wirklich Blockaden über mein Herz super schnell lösen. Und boah, in meinem Herzen fühle ich ja auf einmal den Kosmos und alles, was ist. Das ist das, wo finde ich so wertvoll ist im Alltag. Viel wertvoller ist als eine Urlaubsreise. Eine Urlaubsreise kann auch sehr wertvoll sein, um zu wachsen, um Spiritualität zu bekommen. Und nicht immer ist Spiritualität zu finden in Konsum von, ich sag mal, Gütern, digitalen Gütern von außen, sondern es kann ultra spirituell sein, zum Beispiel einem Tier auf der Straße zu helfen, weil das Tier einem so viel beibringt. Oder mal in die Stadt, in den Supermarkt zu gehen, wo man sich eigentlich was liefern lässt. Und auf einmal wird daraus eine super spirituelle Erfahrung. Aber das kann es nur dann werden, wenn ich beginne, auch Reflexion zu leben und Spiritualität mir vorzunehmen, zu verkörpern. Und das ist, finde ich, das höchste Investment, indem ich mir die Zeit nehme, mit mir spirituell zu sein, mit mir spirituell zu leben. Das ist viel wertvoller, als das in Gold zu investieren oder in Silber. Das kann, sag ich mal, der Preis kann sich ändern. Die Wirtschaftslage kann immer, was finanzielle Investitionen anbelangt, verändern, brauchbar, unbrauchbar machen, wertvoll oder wertlos machen. Aber was man nie verlieren kann, ist das Wachstum, wenn es einmal erreicht ist. Und das ist für mich das allerhöchste Gut schlussendlich in dieser Zeit. Hast du sehr schön gesagt, ja, absolut. Ich habe eine super schöne Frage, die ich all meinen, ja, meinem Gegenüber gerne stellen in diesem Kongress zum Spiritualität leben. Einfach so ein bisschen, um es anschaulicher zu machen. Wenn die Spiritualität ein Haus wäre, liebe Lia, was Mhm. wären denn deine Grundmauern und was wäre das Dach? Und hättest du denn überhaupt ein Dach? Die Spiritualität, wenn sie mein Haus wäre. Schlussendlich, wenn Spiritualität verkörpert wird, dann gibt sie mir Sicherheit in meiner Realität, Geborgenheit in meiner Kreation und Inspiration und Kreativität, wann immer ich bereit bin. Ein Haus gibt einem genau das, Schutz vor Wind, Schutz vor Regen und Stabilität und Sicherheit im Alltag. Und irgendwann, wenn ich so stabil bin in meiner Energiearbeit, in meiner Realitätsarbeit, dann kann ich auch entscheiden, wer zu mir zu Besuch kommt, wer in meine Räume tritt und kann sie genauso gut auch aus meinen Räumen wieder treten lassen. Und so kann Spiritualität mein Heilort, Rückzugsort und Kreativitäts- und Kontaktort auch sein. Für mich hätte es definitiv ein Dach, definitiv Wände und auch mehrere Stockwerke, in denen ich mich bewege. Und jedes Haus und jeder Raum, also jedes Stockwerk, jeder Raum hätte eine andere Farbe, eine andere Energie, eine andere Bedeutung, einen anderen Kodex, weil das letzten Endes ja viel mehr auch den Leveln an Spiritualität anbelangt. Wenn ich auf der Arbeit bin, kann ich nicht so spirituell
spirituell sein, wie wenn ich bei mir daheim im Wohnzimmer sitze. Oder so kann für den einen oder anderen im Schlafzimmer sein und träumen extrem eine spirituelle Erfahrung sein und Wachstum bringen, das aber zum Beispiel dann im Alltag, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, auf einmal alles bröckelt und bröselt. Aber das Haus ist und bleibt ein Safe Space, in dem ich zurückkomme und in dem eigentlich die Mehrzahl meines Wohlgefühls stattfindet. Und so sollte Spiritualität in einer gewissen Weise auch sein. Man wandert immer von Stockwerk zu Stockwerk, mal nach oben, mal nach unten. Manchmal muss man in den unaufgeräumten Keller gehen. Manchmal baumelt von der Decke eine Spinne, wo man Angst vor hat. Das wäre in meinem Fall so. Schlussendlich ist ein Haus ein Symbol von den ganzen Ebenen, in denen ich mich bewege. Zum Beispiel auch die Realität, in der ich mich befinde, hat verschiedene Existenzräume, Mhm. verschiedene Frequenzräume. Und so kann auch ein Haus metaphysisch zu einer Reflexion werden von den verschiedenen Existenzebenen, wo ich bin. Wenn ich gut gelaunt bin und es geht mir super gut, kann ich zum Beispiel in den Supermarkt gehen und habe eine andere Version des Supermarktes, als wenn ich davor meinen Keller aufgeräumt habe und noch dreckig bin und dann in den Supermarkt gehe und vielleicht noch Angst habe vor der Spinne, die mir auf den Kopf gefallen ist oder so. Ja, ja. Schlussendlich ist das ein Haus eine Reflexion von der Realität auch, in der ich mich befinde. Und alles letzten Endes ist meine Energie. Und so ist das Haus Teil meiner Energie. Und Spiritualität eine Reflexion, die in allem ist, was Teil von meiner Realität und von meiner Energie damit ist. Und ich kann alles in Metaphern setzen. Und so finde ich, ist eigentlich ein Haus eine schöne Beschreibung, wie die Realität auch existieren kann. Auch wen lasse ich in mein Haus? Wie ist der Zustand meines Hauses? Lege ich Wert darauf, dass nur der Schein da ist und habe allen Dreck unter die Teppiche gekehrt, Mhm. damit dann, wenn Leute von außen kommen, sagen, das hast du aber schön gemacht, aber ich in mir selber weiß, ich muss nur den Teppich aufheben. Zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, das ist ganz individuell. Also schaut in euer Haus und es ist eine Reflexion der Spiritualität letzten Endes. Wie viel Dreck ist da? Wie viel müsst ihr aufräumen? Wie viel müsst ihr putzen? Mit welcher Energie putzt ihr das Haus? Ist das was Schlimmes, was Schlechtes, was Schönes? Mhm. Ja, ich denke, da kann man ganz viel herausfinden über sich, wenn man in seinem Haus auch mal umschaut. Also nichts ist ohne Spiritualität für mich. Ich glaube, man kriegt so ein bisschen.